müssen dieses Thema Islamismus ja auch in einem größeren Kontext sehen. Und in diesem größeren Kontext, das ist ein globalisiertes Phänomen, wäre eine Anerkennung der Taliban ein Bärendienst für den Kampf gegen den Islamismus. Und das würde ich mir übrigens auch wünschen, weil gerade gefragt wurde, wie sehr steht Migration im Fokus. Migration ist ein großes Thema, gar keine Frage. Man merkt das in den Umfragen, es beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger sehr. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute müssen wir mal über die letzte Maybrit-Illner-Sendung reden. Da hat sich wieder gezeigt, wie Nancy Faeser unser Land ins Chaos führt. Völlig planlos und überfordert. Die CDU springt mal wieder von Ast zu Ast, je nachdem, wie der Wind gerade weht. Aber ganz schlimm, Ricarda Lang von den Grünen. Die redet und redet, aber es kommt nur bla bla bla. Kein Plan, kein Konzept, nur Ausreden. Lasst uns da mal gemeinsam reinhören. Auf geht's. Der CDU-Generalsekretär Herr Linnemann am Dienstag noch erklärt, die Regierung ist handlungsunfähig. Wir mussten die Gespräche abbrechen, um jetzt zu sagen, so ein Dreier mit Herrn Habeck und Herrn Scholz könnten wir uns vorstellen. Und dann kann man ja mal 3 Monate unser Modell ausprobieren. Was ist das anderes als ein irres Hin- und Herspringen? Also wenn wir in 10, 15 Jahren auf diese Zeit zurückblicken, dann werden wir jetzt nicht über diese Tage reden, sondern wir werden über die Frage reden, hat die Mitte des Parlaments, die Mitte der Gesellschaft es geschafft, dieses Problem anzugehen? Und wenn wir über das Thema Grenze gleich reden und ein System schaffen, das nur noch die Eintritt in Anführungsstrichen bekommen, die eine Berechtigung haben, dann kommen wir einen großen Schritt weiter. Wir haben bereits in den 90er Jahren das parteiübergreifend gemacht. Das war viel härter, was wir damals diskutiert haben. Grundgesetz 16a, dass nur noch dass Menschen, die in einem anderen Staat vor uns waren, Drittstaat, EU-Staat, nicht mehr Zutritt bekommen in die Bundesrepublik Deutschland. Das haben wir damals geschafft. Es gab übrigens auch eine Partei, die hieß nicht AfD, die hieß Republikaner und die ist danach marginalisiert worden. Glauben Sie mir, Frau Illner, ich habe auf dieses Thema keine Lust, auch nicht im Wahlkampf. Die Brandenburg-Wahl interessiert mich nicht. Wir können jeden Tag über dieses Thema reden, wirklich jeden Tag. Ja. Wir werden auch nach Brandenburg darüber reden. Am liebsten hätte ich es gar nicht im nächsten Wahlkampf, weil wir haben andere Themen, Herausforderungen in Deutschland, in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik, was verblendet. Ja. Und deswegen haben wir die Gespräche nicht abgebrochen, sondern Frau Faeser hat uns klare Signale gegeben. Frau Faeser, ganz klare Signale. Ich habe mit unserem Unterhändler gesprochen, Herr Merz sagt mit Herrn Merz, dass Frau Faeser gesagt hat, ein Dreiergespräch mit Herrn Lindner und Herrn Scholz könne er sich vorstellen. Da könne man diese 3-Monats-Variante diskutieren. Da wäre Frau Faeser nur gar nicht dabei. Frau Illner, wir können mit jedem reden, auch Herr Merz. Was nur nicht gut ist, dass wir da mit 60 oder 50 Leuten sitzen in einem Raum und dann glauben, da irgendwie weiterzukommen. Also wenn Frau Faeser sagt, sie ist bereit, wirklich einen Kurswechsel. Es geht ja darum, Sie haben die Gespräche abgebrochen, Herr Linnemann. Aber Frau Illner, Sie wir können haben doch nicht beendet und haben gesagt, das ist nicht unsere Lösung und wir brechen sie ab. Weil wir der Überzeugung sind, dass das, was jetzt... Ja, genau. Weil wir der Überzeugung sind, dass das, was jetzt die Ampel macht, da werden wir auch hier und da zustimmen, wenn es Sinn macht, aber das wird das grundlegende Problem nicht lösen, dass sehr viele Menschen zu uns kommen, Millionen in den letzten Jahren, die keine Berechtigung haben. Und deswegen können wir nicht mitmachen, weil dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Stellen Sie sich mal vor, Frau Illner, wir machen da jetzt mit. Ja. Und in einem Jahr sehen wir, das Problem haben wir nicht gelöst, es wird sogar noch größer, und dann werden die Ränder noch stärker. Die politische und deswegen sind wir bereit, jeden Tag miteinander zu reden. Nur es muss ein Kurswechsel sein. Fast 80% der Deutschen sagen, laut Deutschland-Trend, sie möchten einen grundlegenden Kurswechsel. Und das, was jetzt passiert, ist kein grundlegender Kurswechsel. So, und jetzt haben wir zum Glück nicht nur die Bundesinnenministerin, sondern auch gleich eine der 2 Vorsitzenden der Grünen bei uns am Tisch zu sitzen und fragen, Frau Faeser, wie sehr sind Sie überzeugt davon, dass das an der Situation insgesamt in Europa etwas ändert? Wie häufig hören Sie den Vorwurf, dass das jetzt ein zweites Sicherheitspaket ist, das schnell zusammengeschustert wurde, um eine Diskussion im Land zu befrieden, zu beenden? Also ich glaube, man muss zweierlei sehen. Zum einen haben wir den furchtbaren Anschlag in Solingen gehabt. Aus meiner Sicht hat das Handlung erfordert. Menschen wollen sehen, wenn so ein furchtbarer terroristischer Anschlag ist, wo 3 Menschen brutal ermordet werden, 8 Menschen schwer verletzt werden, dass auch die Regierung handelt. Und das haben wir sehr schnell, sehr gut in einem Sicherheitspaket gemacht, wo wir die 3 Aspekte miteinander verbunden haben. Waffenrechtverschärfung, die Frage der weiteren Befugnisse für die Polizei, um gewaltbereiten Islamismus besser zu bekämpfen.
bekämpfen. Und drittens, natürlich, weil war ein Flüchtling, der eigentlich nicht mehr hätte hier sein sollen, auch zu gucken, was können wir weiteres tun, um irreguläre Migration zu begrenzen. Schnellere Abschiebung? Genau, also Sie sagen, Abschiebung. es hätte Solingen nicht gegeben, es hätte dieses Attentat gegebenenfalls nicht gegeben, wenn erfolgreich nach Bulgarien schneller zurückgeschoben worden wäre. In diesem Fall ist es ja leider offensichtlich, dass die geplante Abschiebung, die damals vorgenommen hätte werden müssen, nach Bulgarien nicht funktioniert hat. Ich sage jetzt mal, diese Fälle gibt es ja häufiger, wo die Abschiebungen nicht funktionieren. Deswegen will ich jetzt gar keine Schuldzuweisung machen nach Nordrhein-Westfalen, wo tatsächlich was schiefgelaufen ist in diesem Fall. Das kann aber jedem Bundesland, dem Bund morgen passieren. Deswegen bin ich nicht so mit Schuldzuweisung. Ich glaube, da sollten wir uns alle zurückhalten. Was ich nur meine, wir müssen das andere davon trennen, nämlich, dass wir die Veränderung in der Migrationspolitik, wir reden ja nicht nur darüber, sondern wir handeln als Regierung, haben wir letzten Oktober mit den Grenzkontrollen an Polen, Tschechien, der Schweiz, Österreich hatten wir ja schon, eben massiv ausgeweitet. Wir haben seitdem 30.000 Zurückweisungen, 30.000 an deutschen Grenzen. Haben Sie schon gesagt? Das haben wir ja damals Einwand, schon, man weiß nicht, wie gemacht. viele mehrfach einreisen. Genau, ne, haben wir damals schon gemacht, verbunden mit einem großen Rückführungspaket, was wir gemeinsam mit den Ländern, Kommunen bearbeitet haben, weil die Situation der Kommunen ist ja schon länger sehr prekär. Deswegen arbeiten wir schon so lange daran. Eben, und 2 haben Jahre jetzt auch eigentlich. die Rückführung 1/5 mehr mittlerweile und 1/5 weniger Asylanträge. Das heißt, diese ersten Maßnahmen, die wir da alle getroffen haben, wirken. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, und die Tür ist immer noch offen, Herr Linnemann, genau wie Sie es gesagt haben, aus der Mitte heraus, der demokratischen Parteien, jetzt zu gucken, wir müssen weiterhin noch weiter die irreguläre Migration begrenzen, wie wir das zusammen hinkriegen. Und ich habe mal verhandeln als Anwältin gelernt. Ich finde es immer schön, wenn man am Tisch bleibt und diskutiert. Deswegen bedauere ich es sehr, dass die CDU am Dienstag aufgestanden ist. Und Sie würden akzeptieren, wenn die 3 Männer da eine Verständigung finden? Oder glauben Sie, das ist eigentlich mehr ein Spaßvorschlag? Nein, also ich glaube, diejenigen, die wie mein Bundeskanzler oder auch die Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende sich zusammensetzen, ist das immer in Ordnung. Das würde ich immer akzeptieren. Aber wir haben angefangen zu verhandeln. Ich habe mit Herrn Frey, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, sehr gut zusammengearbeitet. Ebenso mit der Vize-Fraktionsvorsitzenden, Frau Dr. Lindholz. Also insofern, das war ja eine gute Runde von Leuten, die auch in dem Thema jetzt tief drin steckten. Insofern sah die CDU anders. Wir hören Frau Lang. Und meine erste Frage, Frau Lang, wäre tatsächlich die nach Ihrem Kenntnisstand von diesen Verhandlungen, die am Dienstag da geführt worden sind. Der Generalsekretär Gierserei hat gesagt, die FDP ist sowieso auf der Seite der Union mit den Vorschlägen, die sie macht. Herr Buschmann hat ein Modell vorgeschlagen, dass man modellhaft an einem Teil der Grenze mal ausprobieren könnte, ob die CDU da nicht recht hat, dass es mittlerweile eine andere juristische Situation gibt. Waren Sie überhaupt in Kenntnis davon, was die SPD und die FDP als Grüne in Kenntnis davon, was die SPD und die FDP da vorschlagen? Ja, selbstverständlich. Wir waren ja mit dabei, mit Annalena Baerbock als Außenministerin und mit Irina Hallitsch von unserer Bundestagsfraktion. Ich möchte aber einmal noch mal ganz kurz was zu diesem Angebot von Friedrich Merz sagen. Denn das ist ehrlicherweise... Einmal ganz kurz, Sie können gleich was dazu sagen. Ich möchte noch mal nachfragen. Sind Sie sicher, dass Sie vollständig informiert waren über diese Modellidee, dass man seitens der Regierung, Herr Buschmann, Justizminister, hat das vorgeschlagen, diese Union sagt, wir könnten das an einem Stück der deutschen Grenze mal ausprobieren, ob Verwaltungsgerichte heute anders entscheiden. Ich bin darüber informiert, dass die Bundesregierung mit allen 3 Partnern sehr klar gesagt hat, dass das Unionsmodell, also die Zurückweisung, die Notlage, nicht rechtens ist. Und das gilt auch weiterhin. Und deshalb ist dieses Angebot, das jetzt ausgesprochen wurde, auch kein Angebot, sondern es ist ehrlich gesagt eine Chimäre. Friedrich Merz bekommt kalte Füße, weil er gemerkt hat, dass dieses Schmierentheater am Dienstag sich gegen ihn gedreht hat. Und jetzt macht man einen Vorschlag, der nichts anderes heißt, als einfach nur 3 Monate Rechtsbruch. Wir würden als Staat sagen, wir machen jetzt 3 Monate lang Verstoß gegen das europäische Recht. Das kann sich ein Land wie Deutschland nicht leisten. Deutschland darf nicht Ungarn werden. Die Voraussetzung für diese Zurückweisung wäre eine Notlage. Für die Notlage müsste Nancy Faeser und alle 16 Ministerpräsidenten sagen, wir haben die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Ich will mal sehen, ob Markus Söder sich hinstellt und sagt, ich habe Bayern nicht mehr unter Kontrolle. Hat die FDP dann den Ich Vorschlag glaube nicht, gemacht? dass es eine gute Idee wäre. Und
wir müssen auch sehen, was bedeutet das europäisch. Der Innenminister von Österreich, Donald Tusk aus Polen, haben schon sehr, sehr klar gesagt, dass sie nicht bereit wären, das mitzutragen. Das heißt, man vergrätzt die europäischen Partner. Deutschland bricht Recht, dann fangen auch die anderen Rechte an zu brechen. Dann gibt es absolutes Chaos in Europa. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die Union in dem Versuch, sich von Angela Merkel zu distanzieren, jetzt auch bereit ist, das Erbe von Konrad Adenauer und von Helmut Kohl über Bord zu werfen. Das ist absolut unverantwortlich. Wir sind bereit, über Lösungsvorschläge, übrigens auch über innere Sicherheit, darüber wollen Sie bisher überhaupt nicht reden, zu reden, aber wir sind nicht bereit, dabei zuzuschauen, wie Europa mutwillig zerstört wird. Warum hat dann Ihr Koalitionspartner, die FDP, diesen Vorschlag gemacht? Jetzt fragten Sie Warum? das Sie zum haben den dritten ja Mal. auch abgelehnt. Wir Ja, aber hören jetzt nicht den, beantwortet. Sekunde, ich frage es gleich in beide Sehr gut. Richtungen. Wir hören ganz kurz noch mal den FDP-Justizminister der Bundesregierung, der in einer Pressekonferenz, nämlich in der anschließenden, der Bundesinnenministerin von Frau Baerbock als Justizminister Folgendes sagte. Wir sind sogar so weit gegangen, zu sagen, naja, wenn ihr so fest daran glaubt, dass Verwaltungsgerichte es heute anders entscheiden würden, dann lasst uns doch im Rahmen eines Modellprojekts das mal ausprobieren. Dann würde sich ja in wenigen Wochen, weil es hier um Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes geht, ja zeigen, ob Verwaltungsgerichte heute sagen, die Rechtslage hätte sich fundamental geändert. Da sind wir genau bei der Frage, warum haben Sie diese Gespräche verlassen, Herr Linnemann? Also da habe ich mit Experten heute drüber gesprochen. Die waren sich alle einig, dass wenn man einen kleinen Abschnitt macht von 8 oder 10 Kilometer, sich Flüchtlinge nicht die 10 Kilometer suchen zum Eintritt in die Bundesrepublik, sondern einen anderen Bereich. Ich sage Ihnen ganz klar, ich bin der Überzeugung, dass Frau Faeser bereit wäre, für diese 3 Monate das zu machen. Also jetzt wieder das andere Modell? Das andere, an der ganzen Grenze 3 um klar Monate? zu sagen, dass man an der Grenze schaut, hat jemand eine Berechtigung, ja oder nein. Wenn der keine Berechtigung hat, wird er an der Grenze zurückgewiesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Frau Faeser bereit ist, diesen Weg zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die FDP bereit ist, diesen Weg zu gehen. Haben wir ja auch eben gehört. Und wir sind auch bereit, diesen Weg zu gehen. Deswegen das Angebot ganz offen. Sie können gerne die Ampel weitermachen. Aber Dann warum werden wir haben 3 Sie Parteien das so verabschieden. Und dann gibt es eine grundlegende Änderung. Das machen wir für 3 Monate und dann setzen wir uns zusammen, ziehen Bilanz. Wow, und ich Sie sage möchten Ihnen, mit der FDP zusammen und mit ich wem? finde, ich habe das jetzt einfach mal entscheidende spontan jetzt hier Frage gesagt, ist weil es doch- geht um die Sache. Damit Sie merken, Frau Illner, es geht mir um die Sache. Nee, Ich will aber dieses es geht Thema nicht um die Sache. grundlegend Vielleicht lösen. sollten Herr Sie mal Linnemann, aufhören, ganz einfach kurz. spontan Sie haben Sachen zu gerade sagen, dann müssen gesagt- Sie auch nicht mehr alles zurücknehmen. Friedrich Merz sagt Frau Aufnahmestopp von Lang, allen jetzt- Syrern und allen Afghanen. Am nächsten Tag sagt er, habe ich nicht so gemeint. Frau Sie Lang, brechen die Gespräche bleiben- ab. Am nächsten Tag sagen Sie, haben wir nicht so gemeint. Frau Lang, Wenn lassen Sie Sie uns nicht diese dauernd Gesprächsatmosphäre, spontan die was in den Raum konstruktiv bringen ist und würden, gut ist, dann bitte müssten so Sie auch belassen. nicht dauernd Herr Linnemann zurückkommen. hat gesagt, er ist überzeugt, dass die Bundesinnenministerin Nancy Kann ja Faeser gleich da was diesen zu Weg sagen. mitgeht. Das würde mich interessieren. Eben. Würden Sie diesen Weg Aber mitgehen? ehrlich, also ich würde jetzt auch gerne noch Ja, mal würde mich trotzdem auch nachfragen interessieren. wollen, mit welcher Koalition würden Sie das dann umsetzen? Nur weil Sie das jetzt gerade in die Debatte werfen mit der FDP? Nein, mit sich ich will und nur mit deutlich Teilen machen, der mich SPD? interessieren die ganzen Koalitionen nicht. Ich will Das haben Sie sehr deutlich gemacht. aus der Mitte heraus des Deutschen Bundestages Ja. möchte ich gerne für 3 Monate diese Zurückweisung. Und wenn Frau Faeser sagt, sie stimmt mit und die FDP auch und die CDU, CSU, Ja. dann können wir es doch machen. So, dann sind wir jetzt sehr neugierig auf Frau Faeser. Frau geht Faeser doch um die Sache. hat 3-mal jetzt die Frage gestellt bekommen, ob sie nicht da einschlagen könnte. Und wenn das jetzt die Offerte ist von der Union, ob das dann nicht eine brillante Lösung wäre, zu sagen, wir probieren es 3 Monate an der Grenze. Also ich finde es sehr interessant, Herr Linnemann. Wir sitzen hinter verschlossenen Türen bei vertraulichen Gesprächen. Da gibt es keine solchen Vorschläge. Und jetzt sitze ich mit Ihnen im Fernsehen und dann machen Sie mir Vorschläge. Nein, was und heißt sagen, Vorschläge? Mir geht's sagen um die Sie Sache. Doch, ja, wenn es Ihnen um die Sache ging, Ja. wären Sie bei den Gesprächen drin geblieben. Eben. Dann Der hätten Thorsten wir Frey, diskutieren der macht das so können. gut. Der macht das super, Ja. da stimme ich Ihnen der absolut ist zu. jetzt- Aber wenn die Tür der doch schon musste auf war. leider auch diese Gespräche verlassen. Und jetzt will ich noch mal was zu Ihrer Lösung sagen, Herr Linnemann. Ich glaube, es ist noch mal Zeit, auch darüber zu reden, warum sehen wir rechtliche Bedenken. Sie haben recht, das ist rechtlich unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wenn Dann man müsste eine man Notlage die erklärt. Notlage in Deutschland erklären. Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat. Oder Herr Herrmann in Bayern erklärt, er hätte die Lage in Bayern nicht mehr im Griff. Das ist etwas, was Menschen Angst macht. Die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern sind im Moment zum großen Teil nur zu 50% belegt. Das heißt, sie würden juristisch gar nicht belegen können im Moment, dass eine Notlage existiert. Also haben sie die Möglichkeit nicht. Jetzt kommt aber ein zweites hinzu und das ist viel gewichtiger. Das würde ich gerne mit Ihnen am Tisch auch bereden. Gerne. Ne? Weil, Deswegen sind wir ja hier. Genau, weil nämlich die Frage, die tatsächliche, der österreichische Innenminister hat, wie
wie Frau Lang es gesagt hat, zu Recht, hat erklärt, er werde das nicht akzeptieren. Jetzt stellen wir uns mal die tatsächliche Lage vor. Ich war vor kurzem in Görlitz an der Grenze mit meiner Bundespolizei. Da ist ein kurzer Abschnitt, der wird von der deutschen Polizei gemeinsam mit den Nachbarn bearbeitet. Und jetzt kommt die Situation, dass ein Flüchtling kommt, der Asyl bei uns beantragt. Wir haben einen Eurodac-Treffer und wir sagen, nee, hier ist Ende. Wiedersehen. Und Österreich steht gegenüber, nicht Österreich in dem Fall, aber das Nachbarland steht gegenüber und sagt, Aber kommst jetzt hier nicht rein. Jetzt steht der Flüchtling, ich will es einmal Herrn Lindemann fragen, weil das ist ja eine gerne, ganz können wir gerne, tatsächliche gerne. Lage. Gerne. Dann steht der Flüchtling zwischen diesen zwei Grenzen, kommt bei uns nicht rein und in Tschechien in dem Fall nicht rein. Ja, So. das Und haben wir dann, an- was haben wir dann? Kann ich Ihnen Da ganz in gibt Ruhe es zwei beantworten, Möglichkeiten. Entweder es gibt eine wirkliche Konfliktsituation mit dem Nachbarn. Das kann nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das wollen. Wir haben eine europäische Idee, die muss ja bewahrt bleiben. Wir sind doch gerade historisch, und das haben Sie doch auch begrüßt, dass wir endlich ein europäisches Asylsystem auf den Weg bringen. Gemeinsam. Das fanden Sie doch auch gut. Haben Sie auch, Ihr Herr Weber hat das im Europawahlkampf auch gelobt. Jetzt mal dass bei der es Sache das bleiben. gibt. Also, der Flüchtling, wir sind nochmal, jetzt- der Flüchtling steht entweder zwischen zwei Grenzen oder der Flüchtling geht 30 Meter weiter und geht über die grüne Grenze. Wir sind uns alle einig, wir wollen keinen Stacheldrahtzaun, wir wollen keine Mauer. Ja. Das heißt, wir haben eine tatsächliche Situation, wo Ihr Vorschlag an Grenzen stößt. Aber ich Wo muss ganz Polen kurz, ja auch ehe erklärt Herr Lindemann hat, sie das wollen sagt, es Frau nicht. Faeser. Spannende Sendung. Eben noch mal die Frage an Sie. Ihr Modell ist jetzt, dass eben dieser Flüchtling in ein Ankerzentrum kommt Ja. und ein ganz schnelles Prüfverfahren Genau. stattfindet. Eben ist er in der europäischen Datei schon mal in einem anderen Genau, Land gibt's einen mit einem Eurodac-Treffer? Genau. Asylverfahren gewesen. Und dann wird die Bereitschaft, dieses Land den zurückzunehmen und die Bereitschaft, falls er aus Österreich oder einem anderen oder Bulgarien, Rumänien kommt, muss ja dann auch erst mal geprüft werden. aber Also warum sollten diese Länder dann so bereitwillig zurücknehmen? Ja, weil wir nur 2 Länder haben, die bis jetzt die Rücknahme verweigern. Alle anderen Länder sagen, sie machen es. Und wenn wir ein beschleunigtes Verfahren haben, das geht nicht alleine. Wir können mit der Bundespolizei dieses Verfahren machen und mit dem BAMF. Ja. Aber wir können es nicht machen ohne die Länder, weil wir brauchen, wenn wir dort sagen, die bleiben in Ankerzentren, ich würde sagen in offenen Ankerzentren, es muss nicht Haft sein. Ja. Ich kann Wohnsitzauflagen machen, dann bleiben die dort, weil die Leistung daran gekoppelt ist. Und dann mache ich das Verfahren bestenfalls in 5 Wochen, und zwar einschließlich Rechtsschutz. Und dann kann ich die Leute wieder zurückweisen. Das ist etwas, was sehr beschleunigen würde, was die Kommunen entlasten würde, weil die Menschen gar nicht erst in die Erstaufnahmeeinrichtung kommen, Okay. gar nicht erst Gut, auf die da Kommunen muss man verteilt jetzt- werden. Und das biete ich Ihnen an. Und ich glaube, Verhandlungen führt man am Tisch. So, und jetzt ist ja Deswegen so die interessant. Einladung zu kommen, Ja. zu reden, zu gucken, welche Möglichkeiten finden wir gemeinsam für einen Konsens in der Bevölkerung. Also wäre alles, es was Sie richtig gerade gut, gesagt wenn haben, wir können Sie gemeinsam machen sind. ohne die Union. Sie die haben im Deutschen Nein. Bundestag eine Mehrheit und Ich können das brauche die umsetzen. Union in den Ländern. Und die Union bekommen Sie sofort, wenn es einen grundlegenden Systemwechsel gibt. Dass wir an der Grenze entscheiden und nicht, dass die Menschen erst ins Land kommen. Ja, aber das tun wir Aufgelaufen sind in diesem Jahr 170.000 Menschen zu uns gekommen und haben Asyl gesagt oder möchten einen Antrag stellen. Davon nur 50.000 Dublin-Fälle. Das heißt, die haben bereits in einem anderen Land den Antrag gestellt. Davon Um die wurden würde nur sich also Frau 4.000 Faeser Faeser kümmern? kümmern. Ja. Und wir haben bislang nur 4.000 überstellt ins andere Land. Da sieht man mal, das sind 2,5% von 160.000. Das heißt, selbst wenn Sie es verdoppelt durch Ihre Vorschläge, kommen wir auf 5%. Aber ich wollte noch mal das Argument bringen mit den Ländern, ob die mitmachen. Wir haben ja vor einer Viertelstunde gesagt, haben Sie auch gesagt, zu Recht, wir haben 30.000 Zurückweisungen seit Oktober. An den Das sind Grenzen. Menschen, wo die Bundespolizei prüft, hat jemand eine Wiedereinreisesperre oder sagt jemand nicht Asyl. Genau. Dann wird zurückgewiesen Genau. und dort kooperieren auch die Länder, auch Österreich und andere. Und genau so würden die das dann auch machen. Natürlich muss man Nein. miteinander reden, ist internationales Recht, dass dann dieses passiert. Im Moment ist es so, Aber dass Herr Deutschland Lindemann, einen Sie haben- nationalen Alleingang macht und Europa zu Lasten Deutschlands eine Asylpolitik. Ich möchte ein Europa, was offen ist, was Ich auch auch. Asyl gibt. Ich auch. Ja, aber es gibt nicht das Aber Herr Lindemann, Wunschland die Deutschland, Nachbarn sondern haben Ihnen Europa erklärt, muss dass als sie es nicht Ganzes das machen Problem wollen. lösen. Das können Sie doch nicht Das als ist ein gemeinsames diskutieren. europäisches Asylsystem. Aber Ja. jetzt wollen Sie in der Zeit, wo das umgesetzt Wo das werden noch soll, was wir gerne braucht. schneller machen können. Dazu wären wir zum Beispiel sehr bereit, darüber zu reden, wie können wir es beschleunigen. Aber statt darauf jetzt zu warten, wollen Sie in der
Zwischenzeit den europäischen Zusammenhalt gefährden. Denn die anderen Länder, wie Sie gerade schon reden, haben auf Ihren Vorschlag bereits reagiert. Österreich, Polen, die weisen alle darauf hin, welche Gefahr das mit sich bringt. Und zwar die Gefahr, dass wir ins Chaos stürzen in Europa. Und jetzt können sich das vielleicht Länder wie Ungarn leisten. Aber ein Land wie Deutschland wird es sich niemals leisten können, nationale Alleingänge in Europa zu machen, wo am Ende entweder die anderen sagen, Frau die Lang, bestrafen wir machen indem die wir ganze uns Zeit gegen einen die nationalen stellen, Alleingang, oder weil indem nur noch an wir die anderen den sagen, dann einhalten. halten wir uns auch nicht mehr an dieses Recht. Und dann haben wir jetzt absolute Chaos. Frau Lang, Sie sind wir gerade beide dabei, kommen nicht zusammen. das gemeinsame Aber mit Frau europäische Faeser und mit der Asylsystem FDP zu komme ich in gefährden. der Frage zusammen. Aber da Herr will ich Linnemann ganz macht Die Grünen ganz haben einfach geschickt. eine grundlegend andere Haltung. Das Aber wenn- akzeptiere ich auch. Wenn die Grünen jetzt bringen sie Demokratie. den alten Kaffee von mit den Grünen kann man nichts machen, die Grünen blockieren alles. Dann frage ich mich, warum ist am Dienstag, an dem Tag, an dem Sie die Verhandlungen verlassen haben, Genau. in Wir waren Nordrhein-Westfalen mit Henrik Wüst und den Grünen ein umfassendes Sicherheitspaket Sehr gutes sogar. mit migrationspolitischen, sicherheitspolitischen Finde ich auch. Aspekten Sehr gut. und Prävention Kann ich beschlossen Ihnen worden. sagen? Der Unterschied sind nicht die Grünen, der Unterschied ist, dass in Nordrhein-Westfalen eine Union mit staatspolitischer Verantwortung sitzt und im Bund eine, die vor allem auf Getöse und Fundamentalopposition Das Paket, setzt. was in Die Nordrhein-Westfalen Moderatorin verabschiedet hebt wurde, den Finger. ist herausragend. Das ist super. Aber Ich wir finde reden das auch jetzt ein gutes über den Papier. Stopp Das ist ein des Zuzugs. Und Ja. in Nordrhein-Westfalen geht es um die inländische Sicherheitspolitik. Wir wollen den Zuzug begrenzen und den illegalen möglichst auf Und Null jetzt führen. sind wir bei Und das unseren findet hier auf Bundesebene statt und nicht auf journalistischen Sie wollen Länderebene. vor allem Kollegen sagen, Tina dass die Ampel Hildebrand. nichts macht und die Grünen daran schuld sind. Tina Hildebrand ist dran und sagt uns, warum lobt sich der Kanzler, Frau Hildebrand, eigentlich, wie wir im Interview mit Diana Zimmermann, meiner geschätzten Kollegin, gehört haben, dafür, dass er die größte Migrationsreform schon hinbekommen habe. Was glaubt er, hat er da schon Er hat einen geschafft? starken Hang zum Eigenlob, aber in dem Fall hat er gar nicht so ganz Unrecht. Ich frage mich zum einen, wenn ich uns hier so zuhöre, wer das noch versteht, wer dem eigentlich noch folgen kann zwischen Klar, ist Eurodac, kompliziert. Schengen, Dublin und so weiter. Ja. Herr Linnemann fordert eine echte Asylwende. Ich würde sagen, die hat es im Prinzip gegeben, aber das ist sozusagen eine Rollwende in Zeitlupe und deswegen erkennt die auch keiner. Und der Eindruck, der jetzt entsteht, ist eben auch, da wird gestritten. Sie sagen, es ist total wichtig, dass aus der Mitte eine Einigung kommt, aber den Eindruck vermitteln Sie Aber die muss halt beide funktionieren, die überhaupt Einigung. nicht, sondern Sie zoffen sich jetzt darüber, wer rausgegangen ist oder wem was vorgelegt hat. Und das Grundproblem ist, glaube ich, einfach, dass dieses deutsche Asylrecht, was verbunden ist mit einem europäischen Asylrecht, das ist nur gemeinsam zu lösen oder zu Lasten von Dritten. Und das kann auch die Union nicht auflösen. Ich habe aber auch Fragen an Frau Faeser. Bei dem, was Sie vorgelegt haben, ist mir im Grunde nicht, das sind ja keine Zurückweisungen, sondern Aufhaltungen, die Sie machen. Und die Leute sollen jetzt also grenznah untergebracht sein. Und eigentlich ist es keine große Veränderung und keine Asylwende. Ja, doch. Die Asylwende besteht, würde ich sagen, aus einer Summe von Maßnahmen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, einer Umpriorisierung. Ja. Wir reden jetzt, diese Begriffe, die hier fallen, Ankerzentren, das sind alles Begriffe, die, für die ein Horst Seehofer verhauen worden ist. Da waren es noch Wir reden Transitzentren. über Humanität und Ordnung. Es war damals sehr schwer, diesen Begriff Ordnung da reinzukriegen. Auch das war eigentlich für viele nicht so akzeptabel. Und also es hat da schon eine große Veränderung gegeben. Ich frage mich nur, wenn Sie die Leute an der Grenze aufhalten, dadurch werden die Verfahren ja noch nicht schneller. Und das ist, glaube ich, das, was in Nordrhein-Westfalen, was die jetzt beschlossen haben, die setzen ja offensichtlich sehr stark auf Vollzug und Verwaltung. Da werden Austausche erleichtert zwischen Behörden. Das leuchtet mir ein, dass das was beschleunigt. Aber dadurch, dass die Leute festsetzen, werden ja Verfahren noch nicht schneller. So, 5 Wochen, sagen Sie. Genau. Wird das jetzt ein Abschiebewumms, Frau Faeser? Also ich finde wichtig, Sie haben es angesprochen, Frau Hildebrand, wir haben schon früher damit angefangen. Ich habe es vorhin gesagt, die Wende in der Migrationspolitik ist mit der Einführung der Grenzkontrollen gekommen, letzten Die Oktober. Sie immer abgelehnt haben? Ja, Wichtig zu sagen, also noch bis August weil 23? ich Sorge hatte, dass wir keine Veränderungen hinkriegen und den Leuten etwas suggerieren, was am Ende nicht klappt. Und jetzt klappt's doch. Es klappt aber erstaunlich gut, weil die Nachbarländer nachgezogen haben, auch in Grenzkontrollen. Sie haben ja dann, Österreich Die hatten hat dann längst Grenzkontrollen zu den Nachbarländern gemacht und deswegen hat es funktioniert. Aber ich würde Frau Hildebrands Frage gerne beantworten, weil was wir dann in einem zweiten Schritt gemacht haben, und das macht jetzt Nordrhein-Westfalen auch, ist ja genau die Verwaltungsvorschriften uns anzuschauen, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen. War ein toller Prozess, muss ich mich bei allen auch noch mal bedanken. Bitte nicht, sondern sagen Sie, wie Sie das schaffen wollen in Also, 5 da Wochen? haben wir zum Beispiel, ich will Ihnen ein Beispiel nennen, was auch mit Solingen etwas zu tun hat. Wir haben damals zum Beispiel die Gesetzgebung daraufhin geändert, dass man, wenn man jemanden abschieben möchte, in eine Asylbewerberunterkunft geht, wo derjenige lebt, nicht nur in das Zimmer reinguckt, wo der untergebracht ist, sondern auch in Nachbarräume gucken darf und in Gemeinschaftsräume. Das Irre haben wir genug, dass das gemeinsam so als war, ne? Koalition
schon geändert. Das ist seit April neue Gesetzlage. Das heißt, wahrscheinlich hätte auch das damals schon in Solingen geholfen. Dann haben wir Rückführungshindernis beseitigt, sodass das jetzt schneller geht. Deswegen sehen wir schon, dass 1/5 der Rückführungen jetzt gestiegen sind. Also haben wir schon kleinere Erfolge. Es reicht noch nicht. Bin ich sehr einig mit Herrn Linnemann. Aber wir brauchen etwas. Sie brauchen das BAMF, jetzt Sie brauchen das BAMF, mehr Polizei. Genau. Also Sie die brauchen Idee, die wir jetzt haben, ist, die Bundespolizei geht ein Stückchen mit mehr in die Pflicht und unterstützt das BAMF bei einem sehr schnellen Verfahren, was wir jetzt an den Grenzen grenznah durchführen wollen. Das heißt, wir würden eine Wohnsitzauflage machen in Grenznähe, würden diese Verfahren direkt durchführen, direkt, wenn die kommen, durchführen. Und dann innerhalb von 5 Wochen möglichst einschließlich Rechtsmittel abgeschlossen haben und zurückführen in die Länder. Das würde enorm beschleunigen. Es ist ein weiterer Baustein zur Begrenzung der irregulären Migration. Und wir alle hier am Tisch sind uns doch einig. Deutschland muss ein weltoffenes Land bleiben. Um diese Akzeptanz aber bei der Bevölkerung zu bekommen, Diese Menschen müssen wir diejenigen, die nicht hier bleiben können, stärker zurückweisen. Und da sind wir im Ziel einig. Sie haben mich gefragt, warum rede ich von Zurückweisung. Es ist formal auch eine Zurückweisung, weil die Menschen ganz kurz in unserem Land bleiben und dann zurück in das Land geschickt werden, wo sie den Asylantrag in Europa das erste Mal gestellt haben. Aber eigentlich sind es nicht die Zurückweisungen, die Sie meinen, sondern es sind die Dublin-Asylbewerber, die wegen Dublin III zurück Genau, in das das eigentliche Ursprungsland glaube, geschickt das war werden auch können. ein Das Momentum. muss man aufklären. Ja. Das ist kompliziert, aber wir haben ein wirklich wirksamer fittes, und wir haben ein rechtswirksamer wirklich Weg. fittes Publikum und es wird es verstanden haben. Und natürlich ist die Frage nach dem, ist das jetzt in 5 Wochen zu schaffen, auch keine unwichtige, weil man sich fragt, wie soll das in dieser Personallage des Staates eigentlich möglich sein? Wo sollen jetzt diese Ankerzentren herkommen? Das sind ganz praktische Dinge. Wo man sich die Augen reibt, wenn man... Ein solches Verfahren, Prüfverfahren, dauert im Moment im Schnitt 5 Monate. Das auf 5 Wochen runterzukriegen, das kann ich nicht beantworten. Mir fehlt da auch die Fantasie. Wir haben ja jetzt auch gesehen im Fall von Solingen, wo überforderte Ausländerbehörden vor Ort wären nicht gar nicht hinterhergekommen mit sind. Die sind jetzt nicht mehr mit drin. Jetzt soll es die Bundespolizei machen. Ich weiß nicht, wie es da die personelle Lage ist, das zu übernehmen. Diese Ankerzentren, gibt es die schon? Nein. Dann wurde ja auch gesagt, dass man im Zweifelsfalle sogar inhaftieren kann, wenn eine Untertauchgefahr besteht. Frau Faeser selber hat gesagt, im Moment gibt es in ganz Deutschland 800 Abschiebehaftplätze. Das sind viel zu wenig. Auch die müssen organisiert werden. Also die Vorstellung, dass da in kurzer Zeit oder quasi von heute auf morgen sich massiv erst etwas ändert und das sofort ins Laufen kommt, die stelle ich in Frage. Und vielleicht noch mal einmal diesen Punkt zu machen. Ich glaube, dass dieser Asylgipfel auch gescheitert ist, weil Erwartungen geweckt worden sind, die dann nicht erfüllt worden sind. Und diese Erwartungen, die haben mit Ihnen zu tun, Frau Bundesinnenministerin, weil Sie am Montag, einen Tag vor diesem Asylgipfel, eine Pressekonferenz gaben und sagten, die Bundesregierung habe ein europarechtskonformes Modell entwickelt für effektivere Zurückweisungen. Und das, was Tina Hildebrand gesagt hat, ist, es gibt ja gar keine Zurückweisungen, sondern was Sie machen, ist das bisherige Verfahren der Rückführung. Und das machen Sie unter härteren und verschärfteren Bedingungen. Mein Kollege Robin Alexander hat es Dublin on Speed genannt. Aber das ist ja etwas ganz anderes als Zurückweisung. Und somit haben Sie die Union mit einem falschen Angebot gelockt. Also ich glaube, einmal haben wir ja am Montag sofort ein Angebot gemacht, was der Union ja auch gefallen hat. Ich habe am Montag ja die Grenzkontrollen erweitert in den Westen, Das ist ja aber, so dass wir reden wir über an die allen, Zurückweisung. Wir reden über Zurückweisung an oder allen Nicht-Zurückweisung. Landgrenzen, ne? Und ich glaube, das findet ja auch Zustimmung, dass wir an allen Landgrenzen diese Kontrollen weiterführen, weil wir die Zurückweisung schon, ich habe es vorhin gesagt, seit Oktober auf 30.000 umgesetzt haben. So, das wird jetzt erweitert. Wir haben während der Europameisterschaft gesehen, dass über Frankreich, über die Niederlande viele kommen. Auch da werden wir zurückweisen können, nämlich Aber es diejenigen, bleibt ja die dabei, nicht Asyl sagen. zurückweisen können Sie nur jemanden, der nicht um Asyl bittet. Und es geht ja um die Möglichkeiten zu finden. Was geht denn rechtlich? Was ist europarechtskonform?
Und was machen die Nachbarstaaten mit? Das ist ja unsere Grundüberlegung als Ampel, zu sagen, wir brauchen eine Reform, jetzt wo wir das gemeinsame Ziel auch hinbekommen, irreguläre Migration zu begrenzen, aber rechtssicher. Was hilft mir denn, wenn ich mit der Union am Dienstag gesagt hätte, super, machen wir sofort, ist für mich eine sehr leichte Aufgabe. Morgen könnte ich das sagen, machen wir. Und das scheitert am Tag drauf, weil das erste Verwaltungsgericht uns aufhebt. Nee, aber das ist ja genau dieses Modell, was Sie angeboten haben. Wäre ja, nee. Wir haben ein Modell angeboten, was rechtssicher ist. Und wenn wir damit scheitern, wo wir jetzt alle demokratischen Parteien an einem Tisch hätten, da würde doch die Bevölkerung zu Recht sagen, was habt ihr uns denn da versprochen, wenn das morgen schief Aber geht? Frau Faeser. Und wir haben alle Nachbarn verärgert. Wir haben doch gesehen in den Tagen der Diskussion, Herr Linnemann, dass sowohl Polen, selbst Herr Tusk, hat schon selbst gesagt, er macht das nicht mehr. Er hat darauf hingewiesen, dass er an seiner Ostgrenze ein ganz anderes Problem hat. Nee. Er hat gesagt, er wird die Zurückweisung nicht akzeptieren. Er findet das inakzeptabel Genau. und er braucht die Unterstützung Europas, vor allen Dingen an seiner Ostgrenze. Frau Lang, Sie erklären uns jetzt noch mal, was Sie eigentlich glauben. Glauben Sie, dass es tatsächlich eine rechtskonforme Lösung ist, die Frau Faeser da jetzt vorschlägt? Also Nancy Faeser hat einen Vorschlag gemacht und den werden wir natürlich auch in der Regierung diskutieren müssen. Dann ist es klar, es ist erstmal ein Vorschlag von Nancy Faeser. Es gibt natürlich eine große Bereitschaft dafür, dass wir da gemeinsam drüber reden. Es gibt aber auch für mich noch ein paar offene Fragen. Also es ist sehr, sehr klar, das gemeinsame europäische Asylsystem muss umgesetzt werden. Wir haben aber eine Zwischenzeit, wo wir klar sehen, Dublin funktioniert nicht. Da sind sich alle einig. Und es ist ja auch für die Geflüchteten ein Problem, wenn sie zwischen den Systemen irgendwie hängen. Das heißt, wie kriegen wir es dahin? Dabei müssen wir die Verfahren beschleunigen, ganz klar. Müssen uns aber auch praktisch anschauen, wie funktioniert es am Ende. Wie verhindern wir, dass es zu einer Überforderung kommt von den Ländern, die grenznah sind. Ich denke da zum Beispiel an Brandenburg, weil es würde ja bedeuten, dass man den Königsteiner Schlüssel erstmal zurückstellt. Da müssen wir schauen, dass die Solidarität innerhalb Deutschlands nicht verloren geht, dass die Verteilung weiterhin gerecht bleibt. Wir müssen schauen, wie verhindern wir, dass dort große Haftlager entstehen. Und so ganz jetzt einfach Seehofers Wein in neuen Schläuchen wird nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, das diskutieren wir miteinander. Aber ich bin mir sehr, sehr einig, weil wir alle am Tisch sitzen bleiben, weil niemand von uns ausstehen wird und weil wir alle ein Interesse an rechtsbasierten Lösungen haben, werden wir Lösungen finden. Aber ich will aber 1600 Menschen aus Ihrer Partei, Entschuldigung, 1600 Grüne haben sich schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, das geht Ihnen alles zu weit. Es geht Ihnen auch zu weit, dass allein die Leistungen für die Menschen gestrichen und Sozialleistungen, Geldzahlungen gestrichen werden sollen für die Menschen, die dann beispielsweise in diese Asylzentren kommen, in diese Ankerzentren kommen. Bett, Seife, Brot. Wie groß ist der Schmerz in Ihrem Herzen, Frau Lang? Sie haben das, also dieses Paket haben Sie jetzt mit durchgewunken. Die Hälfte der Grünen, die linken Grünen, sind auf der Zinne. Wie groß ist da Ihr Schmerz, dass das jetzt gesetzt werden soll? Also erst geht es ja bei diesem Thema nicht um meinen Schmerz, sondern es geht um menschliche Schicksale. Es geht um die Frage, wie wir das als Land stemmen, aber es geht auch um Menschen. Und Sie haben gerade auch gefragt, kommt jetzt der große Abschiebewumms? Da muss ich schon noch mal sagen, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir bei dieser Debatte alle im Kopf behalten, dass es hier um Menschen geht. Dass Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, wo es keine Abschiebehindernisse geht, wieder ausreisen müssen. Das ist klar, wir leben in einem Rechtsstaat. Aber auch da sollten wir nicht vergessen, dass es um Menschen geht. Und wenn ich auf unsere grüne Haltung schaue, natürlich debattieren wir das ist gar keine Frage. Aber wir haben eine sehr klare Haltung. Wir sind pragmatisch und werteorientiert. Wir sind sehr bereit, Lösungen zu suchen. Das haben wir immer wieder bewiesen. Aber wir halten uns dabei an Europarecht und wir halten uns dabei auch an das Grundgesetz. Und was für uns wichtig ist, und ich finde, das ist in den letzten Wochen manchmal untergegangen, dass wir uns in der Demokratie die Kraft zur Differenzierung beibehalten. Dass wir es hinbekommen in aller Klarheit, und das kann ich ohne jedes Problem sagen, es gibt keine Toleranz für islamistische Straftäter und die haben ihren Schutzanspruch verwirkt, die wollen wir hier nicht haben. Gleichzeitig die Menschen, die ein Recht auf Schutz haben, die müssen diesen Schutz auch weiterhin bekommen. Wir unterscheiden zwischen denen, die ihren Schutzanspruch missbrauchen und denen, die hier anständig leben. Und wenn man es teilweise, und das war bei manchen Vorschlägen, die ich aus der Union gehört habe, wie ein kompletter Stopp für Menschen aus Syrien und Afghanistan, wenn ich es nicht mehr hinbekomme, zwischen islamistischen Terroristen und ihren Opfern zu unterscheiden,
dann riskiere ich wirklich die Differenziertheit unserer Demokratie und dann wird man damit auch scheitern. Also muss noch mal ganz, weil das war ein ganz wichtiger Punkt, Frau Illner, wenn ich das ganz kurz sagen darf, was Frau Rosenfeld gerade gesagt hat. Ich kann das auch gerne jetzt mal intern berichten. Sie haben eine Pressekonferenz gegeben und haben klar gesagt, ich werde mit der Union reden über effektive Zurückweisung. das haben wir Danach auch. gab es ein Telefongespräch zwischen Herrn Frey und mir und Herrn Merz und es wurde klar gesagt, super, jetzt geht's den Weg, stand auch in den Zeitungen und dann kam überhaupt gar keine Zurückweisung, sondern jetzt ein beschleunigtes Verfahren für die sogenannten Dublin-Fälle. Nein, das Und ich sind sage es nochmal, Zurückweisungen. von 160.000, die dieses Jahr bereits gekommen sind das keine 4.000. Wir reden über 2,5%. Wir haben Selbst 37.000 selbst, Ausreisepflichtige. die zurückgeführt wirklich wurden. Ach so, die zurückgeführt sind 4.000. Und wenn Sie das Ja, das beschleunigen wollen wir ja jetzt, steigern. gut, dann sind es von Ja. 2,5%, steigen also auf 5% oder 4%. Wir führen jetzt Und wenn diese es Auseinandersetzung noch mal nicht normal. klarstellen. Dann Ich fand, ist es wir doch haben etwas, was Sie gut finden. Wir haben gerade einen spannenden Punkt erlebt, der das Problem der Ampel Noch deutlicher macht? sehr deutlich gemacht hat, als es um das ging, was Sie gemeinsam, also Frau Baerbock, Frau Faeser und Herr Buschmann am Dienstag vorgestellt haben, sagte dann Frau Lang auf ihre Frage, ob das jetzt so umgesetzt wird. Darüber sei noch zu sprechen. Und Frau Faeser antwortet darauf, wieso, das haben wir als Regierung gemeinsam beschlossen. Und das ist das Dilemma, dass das Kabinett, die Regierung beschließt Dinge, die dann von der Fraktion wieder von den Fraktionen aufgemacht werden. Mal ist es die FDP, wie jetzt beim Rentenpaket, jetzt sind es die Grünen bei der Vorstellung dieser neuen Pläne für eine härtere Rückführungspolitik. Und wenn die Ampel da keine Einigkeit hinbekommt und gemeinsam gefasste Beschlüsse nicht gemeinsam durchträgt, bis sie dann auch ein Gesetz werden, dann wird das nichts Also werden. kompliziert sind nicht diese Kompromisse, sondern kompliziert ist, dass die Kompromisse, Überschriften funktionieren, dass die sondern am Ende Kompromisse, Details. ja, aber es ist tatsächlich, haben wir ja schon zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, wie gut Sie eben eigentlich finden, was da präsentiert wurde und wie informiert Sie waren. Und Sie haben tatsächlich gerade Aber gesagt, darf ich mal eine Lanze dass Sie- brechen für Frau Lang? Also wir Und haben doch die umarmen. Maßnahmen, die wir schon getroffen haben. Die Grenzkontrollen zu Polen, zu Tschechien, zu der Schweiz. Ja. Wir haben das gesamte Rückführungspaket doch nicht als Regierung nur beschlossen, sondern im gesamten Wir Parlament. reden ja jetzt über als das, was Ampel. am Wir reden ja Dienstag jetzt über das, Wir vorgestellt haben worden abgeschoben ist. nach Afghanistan. Nach Jahren ist das endlich wieder Da gelungen, haben Sie aber Straftäter und gesagt, Gefährder lange, abzuschieben. mehrfach, das geht nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems. Das eine ist ein Dilemma der Ampel, dass man inzwischen ja die so viele Sollbruchstellen hat, dass man gar nicht mehr weiß, wo Aber man wir gucken haben doch soll. gehandelt. Aber das zweite Problem ist auch, dass Sie immer wieder Dinge gesagt haben, die nicht gehen oder die angeblich nicht gehen, die dann doch gingen. Und das ist, glaube ich, fatal, weil natürlich, und deswegen geht auch die Ampel, ich habe vorhin gesagt, der Kanzler hat sich da vielleicht ein bisschen zurechtgelobt, aber auch die Ampel geht aus diesen geplatzten Gesprächen mit einem Problem raus, weil sie jetzt sich sozusagen den Vorwurf widerlegen muss, dass da mehr drin gewesen wäre. Und dass man ihr das nicht glaubt, wenn sie sagt, das war nicht so, das liegt auch daran, dass in der Vergangenheit immer wieder Dinge erst ausgeschlossen wurden, dann gemacht wurden, wo man erst gesagt hat, das geht nicht. Ich habe mehrfach von Ihnen Äußerungen gefunden, dass keine Abschiebungen nach Afghanistan möglich sind. Dann gab es ja diesen Abschiebeflug, auf den auch die Regierung sehr stolz war. 28 Es war nach dann Katar, es ehrlich auch gesagt. möglich. Nein, ich habe immer gesagt, es gibt faktische Hindernisse, die eine Abschiebung verhindern. Ich bin sehr getrieben worden, dass das endlich funktioniert. Dann haben wir das umgesetzt und dann war es wieder nicht gut, weil wir zu wenige, dann waren wir zu hart. Dann war es nicht richtig, dass wir Straftäter plötzlich abschieben, was sie dort erwartet im Land. Also ich glaube, man muss so ein bisschen im Moment auch darauf aufpassen, dass man sieht, was alles schon passiert ist. Es ist sehr schnelllebig in dieser Zeit, das verstehe ich. Ich glaube aber, es ist viel zu wichtig, dieses Thema. Die Menschen erwarten zu Recht von uns, dass wir es lösen. Und wir haben als Koalition schon wirklich viel auf den Weg gebracht. Und wenn das jetzt immer wieder schlecht geredet wird und gesagt wird, aber das reicht Aber noch nicht. Sie und selber dies noch reden nicht. es schlecht Nein, in der wir reden Ampel. es nicht Doch. schlecht. Nein, Frau nein, Faeser, nein. Wir haben nur gesagt, das wir haben reicht jetzt- für uns noch nicht aus. Wir machen Sie weiter selber und sind da auch sehr reden geschlossen es drin. schlecht. Und Nein. jetzt gehen wir noch mal zu dem Gedanken, was das eigentlich für den Bürger bedeutet. Und gehen auch noch mal zu den beiden Journalistenkollegen. Frau Hildebrand, Sie haben jetzt in der Zeit auch repräsentativ ermitteln
feststellen lassen, dass und wie sehr Migration ein Thema ist. Haben Sie auch empirisch belegt bekommen, warum das so ist? Weil sich nennenswert an der Situation etwas verändert hat? Weil Dinge zu lange laufen gelassen wurden? Was ist Ihre Einschätzung? Die Frage ist so direkt nicht gestellt worden, aber man kann das natürlich ableiten aus dem, was den Menschen Sorgen, jetzt sage ich auch schon die Menschen, den Bürgern Sorgen macht, weil das war genau der Ansatz, dass immer von den Menschen die Rede ist und wir wollten mal wissen, was die genau denken. Und diese Sorgen, da rangiert an erster Stelle eine Sorge vor einem Anstieg möglicher Kriminalität, dann geht es um den Anstieg von Sozialausgaben, es geht um Wohnungsnot. Also da kann man sich vorstellen, woher die Sorgen kommen. Da werden offenbar Dinge in Verbindung gebracht, die teilweise aber auch nicht in Verbindung stehen, muss man ja sagen. Also der Wohnungsmarkt, der hat seine eigenen Probleme. Der ist nicht nur dadurch verursacht. Und man kann aber auch an den Maßnahmen erkennen, dass sich schon deutlich mehr, also das ist eine überwältigende Mehrheit und interessanterweise gibt es fast keine Unterschiede zwischen Ost und West. Also man kann sozusagen an dem, was sich an Maßnahmen gewünscht wird, ableiten, was fehlt. Wird schon sehr stark gewünscht, dass es einen größeren Druck gibt zur Aufnahme von Arbeit, zu Spracherwerb. Ja, und Bezahlkarte. Wie lange ist über Bezahlkarte diskutiert worden? Sekunde, Frau Faeser. Wie lange sind über einzelne Maßnahmen tatsächlich diskutiert worden? Plus die Diskussion über, wie lange wird Bürgergeld ausgezahlt oder dieses erweiterte Asylbewerbergeld ausgezahlt. Glauben Sie, dass da einfach zu viel Zeit vergangen ist in der Zwischenzeit? Weil auch wir vor 2 Jahren hier die Bürgermeister schon hatten, die sagten, es ist zu viel, wir kommen an unsere Grenzen. Und es hat dann sehr lange politisch gebraucht, bis es ankam. Ja, ich glaube, dass dieser Unmut, der ist in langer Zeit entstanden. Wir reden ja jetzt seit 2015 über fast 10 Jahre. Und der ist nicht so schnell abzubauen. Und es stimmt, Sie haben recht, dass Sie sehr viel getan haben. Aber Sie haben eben auch immer wieder Dinge ausgeschlossen, die dann doch gingen. Und dann sagen sich natürlich die Bürger, warum ging das denn doch? Und vor allem fragen Sie sich natürlich gerichtet in die Zukunft, wenn Sie sagen, bestimmte Dinge gehen auch jetzt nicht, vielleicht geht da ja doch auch mehr. Und dieses Problem haben Sie anhaltend, glaube ich. Ihr explizites Nein ist dann ein sehr schnelles Ja. Nein. Ich will das noch mal differenzieren, weil so einfach ist es eben nicht. Wir hatten ja tatsächliche Abschiebehindernisse, weil niemand hat uns den Flug abgenommen. Es ist ja nicht so, dass ich die Flüchtlinge morgen in eine gecharterte Maschine schicken kann und runter nach Afghanistan oder Syrien schicken kann. Es gibt überhaupt keine Flugverbindung aus Deutschland dorthin. Das sind doch faktische Dinge. Deswegen habe ich immer gesagt, das geht bislang nicht, aber wir arbeiten dran. Wir haben dran gearbeitet. Das hat ein paar Monate gedauert, ja, gebe ich zu, sind aber auch komplexe Fragen, hat dann aber funktioniert mit Partnern aus der Region. Das ist nicht mal so einfach zu machen. Das braucht Monate und ich habe immer nur gesagt, es geht im Moment faktisch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es rechtlich nicht geht, sondern faktisch. Und ich glaube, diese Geduld muss man dann auch mit haben. Nach Afghanistan, da hat die Regierung jetzt vermieden, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Frau Lang, was bedeutet das für die Zukunft? Also die Flüchtlinge sind erst mal nach Katar geflogen worden und nicht direkt dahin. Aber kann man mit den Taliban verhandeln? Nein. Also wir wollen ja islamistischen Terror schwächen und nicht stärken. Und das waren für uns auch immer die Anforderungen, dass wir gesagt haben, einmal muss unterschieden werden zwischen schweren Straftätern und zwischen Menschen, die Schutz suchen. Genau. Und gleichzeitig müssen wir verhindern, dass es zu einer Anerkennung der Taliban kommt. Denn das tut bisher kein Land. Wenn man sich anschaut, welche Menschen dort Macht haben, dann sind das islamistische, auch Terroristen in Teilen, die in allergrößter Härte gegen Frauen vorgehen, deren Rechte einschränken. Und wir müssen dieses Thema Islamismus ja auch in einem größeren Kontext sehen. Und in diesem größeren Kontext, das ist ein globalisiertes Phänomen, wäre eine Anerkennung der Taliban ein Bärendienst für den Kampf gegen den Islamismus. Und das würde ich mir übrigens auch wünschen, weil gerade gefragt wurde, wie sehr steht Migration im Fokus. Migration ist ein großes Thema, gar keine Frage. Man merkt das in den Umfragen, es beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger sehr. Gleichzeitig finde ich es schon eigenartig, dass wir ein paar Wochen nach diesem furchtbaren Terroranschlag in Solingen
nicht über Fragen der inneren Sicherheit sprechen. Nicht über Fragen der Deradikalisierung, nicht über Fragen, wie Frau Faeser können wir sagt, eigentlich machen Sie? international dem Islamismus entgegenkommen. Wir machen da Maßnahmen, das ist auch richtig Genau. so, das ist gut. Die Nordrhein-Westfäler machen es auch. Ich glaube, wir dürfen bei aller Wichtigkeit, die Migration hat, ohne Frage Wir laden auch nicht die aus dem Union Blick dazu ein. verlieren, was machen wir gegen Radikalisierung im Netz, Ja. wo islamistische Prediger dort wirklich ein Gift um sich sprühen. Was machen wir bei der Ausstattung der Sicherheitsbehörden, damit junge Polizisten nicht hunderte von Überstunden machen müssen? Und eben auch, wie kämpfen wir gegen den globalen Islamismus? Und da ist ganz klar, das macht man gegen und nicht mit den Taliban. Wie sehr hat Ihnen auch jetzt ganz ehrlich gesagt, Frau Lang, leid getan, dass Sie nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen gesagt haben, dass Sie nicht glauben, dass die Geschichte in Solingen ein Grund war für das Abstimmungsergebnis? Was ich gesagt habe, ist, dass es nicht auf ein Thema runterzubrechen ist. Und davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Unter anderem hat auch die Friedenspolitik eine sehr große Rolle gespielt. Auch die Frage von sozialer Sicherheit eine sehr große Rolle gespielt. Aber dass das eines der wahlentscheidenden Themen war, dass es ein Sagen wichtiges Sie heute. Thema war, das Leute umtreibt, gar keine Frage. Sagen Sie heute? Ich würde noch mal, weil Sie vorhin sagten, Frau Faeser, wir müssen das lösen. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Man fragt sich ja, oder ich frage mich, oder ich frage Sie, was heißt denn lösen? Denn es ist ja diese Frage, was ist eigentlich das Ziel der Migrationspolitik? Diese Debatte ist gar nicht mehr geführt worden, sondern es ging nur noch darum, mehr Abschiebung, weniger Leute, die reinkommen. Wohin das eigentlich führen soll, das ist überhaupt nicht besprochen worden. Und in der Umfrage, die Sie erwähnt haben, die wir gemacht haben, fand ich schon sehr ernüchternd, dass eine absolute Mehrheit nicht findet, dass politische Verfolgung ein Grund ist, Leute hier anzuerkennen, Ja. nicht findet, dass Deutschland eine besondere Verantwortung hat, nicht findet, also und zwar weder auf Basis unserer Geschichte noch auf Basis unserer Wirtschaftskraft. Und das, finde ich, sind schon Zahlen, die sind ernüchternd. Und das liegt aber vielleicht auch an der Debatte, dass nur noch darüber gesprochen worden ist, wie kann es mehr bzw. weniger werden. Und ich habe vorhin gesagt, es war schwer, die Ordnung zur Humanität zu kriegen. Aber inzwischen ist die Debatte in die andere Richtung ein bisschen übergekippt. Darf ich das erläutern, was Sie- ich damit ich würde meinte? gerne ganz- Mit lösen. Sie hatte mich ja angesprochen. Okay, Sie sagen, wie Sie denken, dass man das lösen kann. Nein, sie hatte mich ja angesprochen, warum ich von Hat Lösen sie. rede. Also ich glaube, erstmal haben Sie recht. Deswegen, wir haben ja immer davon gesprochen und ich habe vorhin deswegen nicht umsonst gesagt, dass wir ein weltoffenes Land sein wollen. Wir wollen humanitäre Wege, wie man nach Deutschland kommt, das wollen wir vor allen Dingen über den Arbeitsmarkt. Deswegen haben Bis wir jetzt ja gelingt auch, es noch nicht. Ja, weil wir haben das Chancenaufenthaltsgesetz ja auf den Weg gebracht als Koalition, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. wo gerade der Spurwechsel derer, die hier sind, schon integriert sind, einen Arbeitsplatz haben, auch dann dauerhaft hier bleiben können. Das Zweite mit dem Fachkräftearbeitsmarktgesetz, wo die Leute einwandern können, um hier zu arbeiten. Das ist unsere humanitäre Anforderung und dann wird die Akzeptanz dafür aber nur sein, wenn wir die andere Frage, nämlich die Frage, wenn Menschen hierher kommen, kein Recht haben, hier zu sein, auch lösen. Das ist für mich eine rechtsstaatliche Lösung. Das meine ich mit lösen, weil es geht um die Durchsetzbarkeit des Rechtsstaats an der Ecke. Deswegen die Leute haben sich ja, die Bürgerinnen und Bürger, zu Recht gefragt, warum hat Solingen nicht geklappt? Und sie fragen sich natürlich dauernd zu Recht, warum kriegen wir das nicht durchgesetzt gegenüber anderen Staaten, obwohl das Recht ist. Und dennoch das ist es wollen natürlich wir ein umsetzen. Punkt, wie politisch heikel oder wie gefährlich ist, diese Sicherheitsfragen immer mit der Migration zu verbinden. Konstantin von Notz war heute im Deutschen Bundestag zu zitieren, genau mit diesem Satz zu sagen, dass das wirklich destruktiv ist und dass es eigentlich ein politischer Wahnsinn ist, Sicherheitsfragen immer mit Migration zu verbinden. Ich würde gern noch mal fragen wollen, Frau Rosenfeld, ob das nennenswert in Ihrer Wahrnehmung etwas an den Zahlen ändert. Das ist das Argument von Herrn Linnemann. Und ich erinnere mich an ganz, ganz viele Sendungen, auch in diesem Studio, dass wir zu einem ganz anderen Thema gemacht haben, nämlich dem großen Vorbild des Türkei-Europa-Abkommens, eines Vertrages, der organisiert hat, dass mit einem sicheren Herkunftsland ein Vertrag abgeschlossen wurde, damit Millionen Syrer eben eine Heimat in der Türkei fanden und es auf diese Art und Weise ein geregeltes System gibt, auch das mit ganz vielen Kinken und Mängeln natürlich, aber ein geregeltes System gibt. Die Türkei hat immer noch 3,5 Millionen Syrer. sehr viele aufgenommen. Genau, so Jordanien auch, Libanon auch. Warum arbeiten wir so wenig? Warum arbeitet aus Ihrer Wahrnehmung diese Regierung so wenig daran, mehr Verträge mit sicheren Drittstaaten zu machen, um zu sagen, da sind nennenswert wirklich die Zahlen runtergegangen?
Warum sie das nicht tut, das muss die Regierung beantworten. Dass sie es tun wollte, steht im Koalitionsvertrag der Ampel auf Seite 112. Wir setzten uns für Abkommen mit sicheren Drittstaaten ein. Und ich habe erst vor kurzem mit Gerald Knaus, dem Kopf des Türkei-EU-Deals, gesprochen, der gesagt hat, es braucht dafür ein paar EU-rechtliche Voraussetzungen. Und ein Problem ist im Moment die sogenannte Verbindungsklausel, Verbindungsnorm. Das heißt, man kann jemanden nur in ein Land bringen, zu dem er eine Verbindung hat. Entweder muss er dort mal gelebt haben, Verwandte haben oder so, ansonsten geht das nicht. Das müsste europarechtlich geändert werden. Dazu sind sehr viele EU-Staaten bereit. Deutschland ist es nicht. Und das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, um Hürden zu nehmen, um dann solche Drittstaatenabkommen zu verhandeln. Und da ist die Frage, warum Deutschland diesen Weg nicht bereit ist zu gehen. So, das ist eine wirklich wichtige Frage, Frau Faeser. Wir haben auch über andere wichtige Fragen gesprochen. Aber dieses Europa-Türkei-Abkommen war eins auch in Ihren Augen sehr nützliches. Ja, und sehr Wichtiges. Und sehr Richtiges. Es geht um sichere Drittstaaten. Die sicheren Drittstaaten haben Sie festgelegt und erweitert, auch das gestritten in der Koalition, aber da sind jetzt Rumänien und Bulgarien. Genau. Ne, also der Kreis der sicheren Nicht Länder Rumänien, wurde... Bulgarien, sondern Georgien und Moldau. Georgien und Moldau, Entschuldigung, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Genau, das Haben Sie, sicheres Herkunftsland, nicht Drittstaat. Ne? ja. Genau. Aber das sind ja Staaten, in die man sicher eben Flüchtlinge lassen kann. Und es gibt genau die Diskussion darum. Warum geht das aus Ihrer Perspektive? Ich frage das auch gleich Herrn Lillemann. Warum konzentrieren wir uns nicht darauf, lieber in Größenordnung solche Verträge abzuschließen? Also wir machen ja alles. Also wir schließen Migrationsabkommen. Ich werde gerade morgen eins mit Kenia unterzeichnen, am Sonntag eins in Usbekistan. Also das haben wir ja auch gemacht als Regierung gemeinsam in der Koalition, dass wir viel mehr Migrationsabkommen mit anderen Staaten getroffen haben, dass die auch die Leute zurücknehmen müssen, die bei uns vollziehbar ausreisepflichtig sind. Auf der anderen Seite haben wir auf Augenhöhe verhandelt, eben auch Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, der auch Zahlen reduzieren wird. Das Zweite ist, was Sie angesprochen haben mit der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Verfahren bei uns sehr viel schneller gehen. Wir haben auch jetzt über Schutzquoten gemeinsam mit der Union diskutiert. Das könnten wir uns in der Koalition auch vorstellen, im Hinblick auf GEAS, dass wir eine Schutzquote jetzt schon von 5% hätten, auch mit allen Staaten. Das wäre zum Beispiel auch eine Verfahrensbeschleunigung. Also da gibt es noch so viel mehr. Um und Kontingente die Drittstaaten, festzulegen. Genau, um Kontingente festzulegen. Nee, muss man gar nicht mit Kontingenten machen. Also dann gehen die Verfahren sehr, sehr schnell und es gibt nicht mehr so einen Zugang. Dann die Drittstaatenlösung haben wir jetzt prüfen lassen, juristisch. Was ist dort möglich? Was könnten wir uns vorstellen? Die Drittstaatslösung funktioniert ja immer dann, wenn Sie ein Land finden, was auch dazu bereit ist. Deswegen, Das war Ruanda, ne, das war dieses Modell, nur muss man jetzt das noch mal erklären. war Ruanda, sagen Sie so. Albanien, Großbritannien Kenia. ist damit gescheitert und Ja. hat Millionen und Aber die Abermillionen neue Idee versenkt. ist eben, dass und das die Wahl UN übrigens damit auch verloren, weil sie 300 Millionen dafür ausgegeben haben, dass diese Lösung eben nicht funktioniert hat. Und dann, kleinste Zahlen. genau, also das muss man ja einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das Neuer sind ja Vorschlag, Tatsachen. das UNHCR und nicht mehr das Land selbst verwaltet diese Asylverfahren. Das sagen jetzt Migrationsexperten, müsste man unbedingt probieren. Und das Neue ist, dass Ich zum könnte mir ersten Mal seit ja. Jahrzehnten eigentlich alle richtig klugen Migrationsforscher einer Meinung sind. Nicht nur Herr Knaus, auch Ruth Ja. Koopmans und andere. Absolut. Alle sagen, in Drittstaaten die Verfahren und Schutz Ja. möglichst näher des Krieges. Und dafür nehmen wir Kontingente auf, Ja, genau. bleiben weltoffen. klar. Ich möchte ein weltoffenes Ja, na klar, Land. wollen wir doch Ich alle. möchte nicht so eine Stimmung Genau. haben, die jetzt so weitergeht ins Aber Negative. diese Dinge, Herr Und Lindemann, dann- könnten wir doch gemeinsam besprechen. ja. Deswegen Sind diese frage sicheren ich mich, warum Sie Drittstaaten... die Verhandlungen verlassen haben. Ist doch total Das ist schade. jetzt ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz, sind wir sofort. Naja, die Frage ist, welches führt zu eben wirklich einer effektiven Lösung? glaub, Und exakt. meine Sind Frage viele. hier, Sie sagen, es gibt nicht die eine. Nee. Man kann sagen, das tun Migrationsforscher auch, dass es gute Vorbilder gibt. Und dieses Australien. Europa-Türkei-Abkommen war ein Auch sehr gutes super. Vorbild, Ja. um zu sagen, das ist Damit offensichtlich arbeiten Die ein Regierung gewisser hat das Weg. seit 2 Jahren in ihrem Programm drin. Ich glaube, jetzt noch mal erneuert. Es wird nicht ernsthaft geprüft. Natürlich prüfen wir dann, das okay, ernsthaft. dann machen Sie es. Ich kann Ihnen das vorlegen. Also Wir haben ich da bin da total viele offen. Ich will da gar Gutachten keinen und das Streit vorgelegt. haben.
Alle Ja. Migrationsforscher sagen, das ist der humane Weg. Ja, aber das Übrigens unterscheidet uns prüfen wir das doch von den Populisten. Ich will ein Absolut. weltoffenes Land bleiben und deswegen müssen wir diesen Weg, Aber ich den würde mich Professor freuen, Herr Klaus und Lindemann, wenn Professor Herr Sundmann Merz Der das auch behauptete mal Konsens öffentlich der bei Migrationsforscher, den gibt es natürlich so nicht, wie Sie hier gerade Veranstaltungen sagen sagen. würde. Wir haben ja geprüft, das ist Ja. tatsächlich so, mehrere Expertinnen eingeladen. Und da gibt es sehr viele, die Vorbehalte haben, insbesondere was die Finanzierung angeht. Das großbritannische Modell zeigt, wie teuer das werden kann. Was die Umsetzung angeht, Italien will das ja jetzt machen mit Albanien, hat aber eine Meeresgrenze. Neue die haben wir Voraussetzungen, wiederum nicht. das UNHCR das heißt, hier ist so zu tun, involviert. ich glaube, diese Vorstellung von, das ist jetzt die eine Wunderlösung und dann wird alles einfach, das funktioniert so nicht. Und wir werden auch nicht einfach die eine Maßnahme finden, mit der alles funktioniert. Nee, das sind Ich glaube, dass wir diesen vielfältige. Weg der Migrationsabkommen auf jeden Fall weitergehen sollten. Wir müssen auch schauen, wie wir die Länder, die gerade massiv aufgenommen haben. Ich denke mal an den Libanon, der hat 1,5 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen, bei 5,5 Millionen Bevölkerung. Wenn wir dort stärker auch in die humanitäre Hilfe gehen würden, würde es auch dafür sorgen, dass mehr Menschen am Ende dort bleiben, weil sie nicht im Elend leben. Und die Rechtsdurchsetzungsprobleme, die wir haben. Denn das wurde gesagt, das hatten wir auch bei Solingen gesehen. Wir haben Probleme bei der Rechtsdurchsetzung, das jetzt anzugehen, aber nicht die eine neue Wunderlösung versprechen. Bitte, denn das wird wieder zu enttäuschten Erwartungen führen. Ist Herr Merz der Kandidat der Union für die Bundestagswahl oder Herr Söder? Auch Frau Illner jetzt hier kurz vor Schluss. Ja. Spätsommer Herr Söder hat sich oder selber früh, noch ich muss mal- jetzt bald Frühherbst sagen, weil Spätsommer jetzt ist ein bisschen kühler geworden. Wir werden das geschlossen regeln. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Und Herr Söder bringt sich oder Herr Dobrindt bringt Herrn Söder regelmäßig noch mal zur Sprache? Wir werden das regeln und ich komme dann gern wieder in die Sendung. Und der Bundeskanzler, Frau Faeser, ist der Kandidat für die Wahl 2025 und wird dann noch mal gewinnen? Ja, Das glauben Sie selbstverständlich. auch? Da bin ich fest von Selbstverständlich. überzeugt. Fragen wir unsere Journalistenkollegin Wer noch wird mal. Kanzler? Die Ampel bleibt bis 2025. Ich glaube, dass die Ampel aushält bis zum Ende, auch wenn sie miteinander fertig hat. Ich bin da wöchentlich anderer Meinung. Ich finde, was die FDP diese Woche da, wir haben jetzt niemanden von der FDP hier, aber da hätte man viele Fragen. Also, dass der Generalsekretär im Bundestag sagt, es gibt keine Regierung, es gibt keine Ampel bei dem Thema Migration. Wir stimmen für Ihren Vorschlag. Das ist schon neu. eine spektakuläre Angelegenheit. Man fragt sich natürlich auch, wo will er eigentlich wofür stimmen? Weil es gibt ja im Moment gar kein Gesetz, was zur Abstimmung steht. Aber wenn, dann ist das schon eine stellen Sache. das zur Denn Sie hätten ja gar keine Mehrheit alleine. Sie hätten ja nur dann eine Mehrheit, wenn Wenn zum die Beispiel Frau Faeser mitmacht. Den Vorschlag habe ich Frau ja gemacht Faeser in der oder Sendung. die AfD. Lindemann, Sie kommen einfach Und wieder da zurück an den wird Tisch es und dann dann wirklich reden wir sehr wieder in interessant. Ruhe. Wir müssen Herrn Lindemann jetzt eigentlich fragen, warum er die Gespräche abgebrochen hat. So fingen wir diese Sendung an. Ich darf herzlich für die Anwesenheit und eine bemüht instruktive Diskussion mich bedanken und verweise an den geschätzten Kollegen Markus Lanz, der heute unter anderem Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommenden Donnerstag wieder, 22:15 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und vielen herzlichen Dank nochmal in die Runde. Bye, bye. Wir danken auch.